Du hilfst ja Menschen, die ins Ausland gehen wollen, vielleicht von vornherein erstmal nur befristet, aber die auch im Ausland arbeiten wollen. Ne? Also wir sind dann immer tiefer hineingegangen und wie es dann so ist, wenn man das Netzwerk erweitert, wenn man merkt, seine Komfortzone im Beruflichen erweitert sich, dann traut man sich mehr zu. Ich habe in meinem Bekanntenkreis mal ein bisschen mich umgehört. Also die meisten waren in der Tat in Australien. Die stellen aber fest, dass das Thema Ausland, also die Motivation, das Thema Emotion, viel stärker ist als der Arbeitgeber oder der arbeitliche Inhalt an sich. Wir honorieren das ja nicht, das kostet den Auslandjobber nichts. Die ganzen Services auf auslandjob.de sind komplett kostenfrei. Und was sind das dann, so die meisten Jobs? Sind das so typisch in der Gastronomie, im Hotelgewerbe dann, in der Touristenbetreuung? Das hat ein Sabbatical-Nehmer mal in Nungwi im Norden Sansibars gemacht. Ich durfte dieses Projekt besuchen und da war jemand für ein halbes Jahr und der hat für Disney ein Boot geschnitzt. Wir glauben schon, dass es mit Corona zusammenhängt, dass man Respekt hat, so weit ins außereuropäische Ausland zu gehen. Eigentlich ist es ja auch aus vielen Gründen schön, auch im europäischen Ausland zu bleiben. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Dann kann ich nur sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute haben wir mal einen ganz besonderen Gast am Start, Frank Möller, der Kopf hinter auslandszeit.de, kann man so sagen, Deutschlands größtem Netzwerk für Auslandsaufenthalte. Und Frank, du bist ja nicht nur Pionier auf dem Gebiet, sondern auch ein echter Experte, wenn es um das Thema Auswandern und Arbeiten im Ausland geht. Also du hast ja tausenden Menschen, vielleicht hast du es gezählt und kannst ja nachher noch ungefähr sagen, wie viele es wirklich waren, schon geholfen, ihren Traum von dem Leben, aber eigentlich Arbeiten im Ausland zu verwirklichen. Das ist ja ein bisschen so der Unterschied zwischen uns und dir, wobei wir viele Gemeinsamkeiten haben wir im Vorgespräch ja festgestellt. Das heißt, wir helfen ja Mandanten, die es ins Ausland zieht, weil sie mehr Freiheit, Sicherheit, was auch immer sie da im Prinzip hinzieht oder hintreibt, manchmal ja auch. Ne? Hm. Oftmals sind es auch steuerliche Beratungen im Gesamtkonzept und so weiter und so fort. Bei dir ist es auch ein bisschen anders, weil du hilfst ja Menschen, die ins Ausland gehen wollen, vielleicht von vornherein erstmal nur befristet, aber die auch im Ausland arbeiten wollen. Ne? Das ist ja halt im Prinzip eine ganz neue Facette, aber wie wir festgestellt haben, sehr, sehr interessant für viele unserer Zuschauer, Zuhörer auch bei uns auf dem Kanal. Lieber Frank, stell dich doch mal ganz kurz unseren Zuschauern und Zuhörern selbst vor. Sehr gerne. Zuerst einmal, lieber Daniel, vielen Dank, dass ich Gast sein darf bei euch, reger Zuschauer und jetzt auch dankenswerterweise Gast bei euch. Ja, du hast mich schon sehr, sehr schön vorgestellt. Tatsächlich, wie es dann so häufig ist, fehlt noch ein bisschen links und rechts. Ja, richtig, Gründer der Initiative Auslandszeit GmbH, bald mittlerweile 20-jährig, dass es uns gibt. Größtes Netzwerk zum Thema Wege ins Ausland, wobei das Thema Arbeiten im Ausland ein großes ist, aber nicht nur der alleinige Weg, der ins Ausland führt. Stichwort Gap Year, schwerpunktmäßig nach der Schule, als Sabbatical, aber auch zwecks Auswandern. Welche Möglichkeiten habe ich, ins Ausland zu gehen? Das ist sehr facettenreich. Da bieten wir halt ein Kompendium an verschiedenen Wegen an, 18 an der Zahl, die wir zählen, haben während Corona, aber ist vielleicht schon, sage ich mal, zu tief einsteigend, noch eine zweite Firma gegründet. Das ist das Thema, was du gerade angesprochen hast, das Thema Arbeiten im Ausland mit dem ganz alleinigen Fokus auf das Thema Auslandsjob, auslandjob.de, die Auslandjob Recruiting Solutions GmbH haben wir gegründet und sind jetzt auch in dem Bereich führend zum Thema sogenanntes Cross-Border Recruiting und Cross-Border Jobs für Deutsche im Ausland. Klingt spannend, kann ich da einfach nur sagen. Und jetzt ist aber so, du selber sitzt jetzt in Deutschland oder auch im Ausland eigentlich? Ich sitze tatsächlich im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück. Also klingt jetzt nicht wirklich nach Ausland. Oh Wunder ist es auch nicht. Aber ich arbeite fully remote, 100%. Aber jetzt aus meinem heimischen Büro. Ich bin nebenbei auch noch Backup meiner Frau, die 3 Tage die Woche in ihrer Praxis 150 Kilometer entfernt ist. Habe also verschiedene Hüte auf, also in der Konstellation, in der ich mich jetzt gerade in meinem Lebensabschnitt befinde, auch als glücklicher Familienvater,
hat es nicht funktioniert, im Ausland zu sein. Aber ich habe ja guten Kontakt zu euch. Wer weiß, wohin es uns schlägt. Meine Frau wird eventuell mit 55 auch mal gucken, ob man die Praxis nicht vielleicht mal gegen eine Praxis anderswo tauscht, sprich auch Cross-Border. Und dann ist eventuell auch das Thema Ausland für mich persönlich wieder ein ganz virulentes. Klasse, wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt. Jetzt, Nimm mich beim Wort, Daniel. was ist jetzt aber deine Motivation, dass du jetzt dieses interessante Dienstleistungsunternehmen aufgebaut hast? Weil ich habe nachdem wir ein Vorgespräch hatten, bis heute mit einigen gesprochen und plötzlich poppt überall auf, dass ganz, ganz viele Leute sich eben wirklich damit auseinandersetzen. Also könnte man nicht erst mal ein Jahr oder zwei, vielleicht auch mehrere Jahre mal so Land für Land besuchen, dort arbeiten, um nachher zu wissen, wo man eigentlich mal dann vielleicht dauerhaft leben will oder ob Auswandern nichts für mich ist. Für mich würde aber interessieren, wie bist du auf die Idee gekommen, da eine Dienstleistung für solche jobsuchenden Auswanderer zu gründen? Sehr spannende Frage. Tatsächlich, wie es so häufig ist, es war jetzt nicht mein Masterplan, direkt nach dem Studium zu sagen, hey, das ist meins, das ist Passion und da sehe ich eine Riesenmöglichkeit, sondern wie es so häufig ist, man eiert auch ein bisschen rum. Ich bin nach meinem Studium wieder zurück in meine Lieblingsstadt Münster gekommen, weil dort eine Stellenausschreibung platziert wurde des damals führenden Anbieters für Jugendmobilität. Das Thema Gap hier. Ich war vorher, sage ich mal, das ist jetzt auch, das war Jahrtausendwende, nicht gerade der Auslandsaffinste, sondern ich war so ein Marketing-Nerd. Mich hat Marketing immer interessiert. Und wo kann man Marketing besser machen als damals hieß es noch digitalen Medien. Und ich kam dann so wieder zurück nach Münster, hatte als Quereinsteiger den absoluten kalten Wassersprung zum Thema Work and Travel, Work Experience, Internship im Ausland, Volunteering, Au-pair, Farmwork, alles Möglichkeiten, wie man als junger Mensch oder junggebliebener Mensch eine Zeit lang oder auch für länger noch als nur eine Zeit lang ins Ausland gehen kann, um dort halt eine Auslandszeit zu verbringen. Und wie es dann so kommt, ich habe dann Blut geleckt. Ich fand das unglaublich spannend. Man hat mit unglaublich spannenden jungen Menschen zu tun, die auch als anderer junger Mensch, nicht mehr ganz so junger Mensch, nach einem Jahr oder 2 Jahren wieder zurückkommt. Und ich fand das unglaublich faszinierend. Und ich finde es immer noch jeden Tag genauso faszinierend zu sehen, welche Transformation oder welche persönliche Entwicklung nahezu jeder Einzelne, und wir durften mittlerweile über 100.000 den Weg zu ihrer hoffentlich besten Lebenszeit im Ausland zeigen, welche Entwicklung diese Menschen nehmen. Und das hat dazu geführt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich möchte es vielleicht ein Stück weit anders machen, nicht besser, weil mein damaliger Chef ist immer noch ein großer Mentor und großes Vorbild für mich. Jetzt in ganz anderen Gewerken unterwegs, aber der hat mir damals halt den Weg gezeigt. Einmal das Thema Mobilität ins Ausland, Cross-Border, verschiedene Wege, aber auch das Thema Unternehmertum. Und dann habe ich 2006 meine eigene Firma gegründet, die Initiative Auslandszeit GmbH. Und ja, dann hat sich das eigentlich immer weiterentwickelt. Also wir haben zwischenzeitlich 2 Reiseveranstalter gegründet. Der eine Veranstalter zum Thema Work and Travel weltweit und Summer Camps. Das ist die Möglichkeit in den Staaten, was ja, wie wir alle wissen, nicht so einfach ist, dort zu arbeiten, als jugendlicher Camp Counselor in Summer Camps, dort als sportlich Aktiver in Camps eine Zeit lang zu verbringen, dort halt auch den kulturellen Austausch zu pflegen. Dann hatten wir einen Veranstalter bis Corona, kann ich gleich noch was zu sagen, zum Thema Volunteering Lateinamerika, die Manatapu GmbH. Also wir sind dann immer tiefer hineingegangen und wie es dann so ist, wenn man das Netzwerk erweitert, wenn man merkt, seine Komfortzone im Beruflichen erweitert sich, dann traut man sich mehr zu und dann kommen vielleicht ein paar Hürden, wie zum Beispiel, wenn die Grenzen plötzlich schließen, 2020, und dann darf man gucken als Unternehmer, Stillstand ist Rückschritt, was mache ich? Und ja, dann kam der nächste Schritt, vielleicht von außen so ein bisschen induziert. Und dann haben wir die Auslandjob Recruiting Solutions GmbH gegründet. Und auch da sehen wir die Transformation und Weiterentwicklung eines jeden, der sagt, ich möchte mal für 2 Jahre in Lissabon arbeiten und parallel ja einfach auch die schöne Seite Europas kennenlernen, vor allen Dingen die Sunny Side, und nebenbei so ein bisschen smartes Work and Travel machen. Klasse. Jetzt hast du ein paar Mal so fallen lassen, junge Menschen, oder? Jetzt die Frage, nehmen wir mal an, wir haben natürlich viele unserer Mandanten sind jetzt keine Jugendlichen oder jungen Menschen mehr. Und deswegen mal meine Frage, wie alt sind denn so die ältesten Mandanten, die zu dir kommen und sagen, ich suche da was, ich möchte gerne und so weiter und so fort. Also ist nur was für Junge, so nach dem Studium oder für wen bist du der Dienstleister?
Also das ist halt immer relativ zu sehen, aber klar, das Thema Auslandszeit, Gap Year, das ist schon klassisch nach der Schule, schwerpunktmäßig nach dem Abi, ne? Work and Travel Australien, ne? Müssen wir nicht überreden. Da wird man schon komisch angeguckt, wenn man 23 plus ist. Was will der denn noch hier? Und alles darüber, dann wird es komisch. Aber das Thema Arbeiten im Ausland ist natürlich unabhängig des Alters. Natürlich, irgendwann wundert man sich vielleicht noch, ach, muss doch noch arbeiten, aber das Thema ins Ausland zu gehen, ist ja eine ganz andere Motivation als jetzt, sage ich mal, Domestic innerhalb Deutschlands einfach den Job zu wechseln. Da ist der Arbeitgeber, die Employer-Brand oder das Gehalt das Entscheidende. Aber das Thema Ausland, die Sehnsucht, mal einen Tapetenwechsel vorzunehmen, weil der Lebenslauf es gerade hergibt oder weil der Arbeitgeber gerade sagt, oder weil die Partnerin gerade sagt, ich brauche einen Tapetenwechsel oder die Partnerin gerade Tschüss gesagt hat, dann ist es eigentlich lebensabschnittsunabhängig zu sagen, ich gehe mal ins Ausland und gucke mal, welcher Job dort für mich möglich ist. Und dann ist ja die Frage, wie komme ich an einen Job? Wer hilft mir bei dem ganzen bürokratischen Drumherum? Und welches Land soll es überhaupt sein? Und dann kommen wir ins Spiel. Und das ist tatsächlich eher lebensabschnittsunabhängig, weil die Einschnitte in diesen Lebensläufen, in den individuellen, können jederzeit passieren. Und ja, wenn ich von jungen Menschen rede, sind die typischen, die, sage ich mal, am Anfang der beruflichen Karriere stehen oder, sage ich mal, einen Tapetenwechsel vornehmen wollen, häufig nicht in großen familiären Situationen, weil dann ist es natürlich leichter mal zu sagen, ich gehe 2 Jahre nach Griechenland, Portugal, Bulgarien zum Arbeiten, mit der Option länger zu bleiben. Aber ja, wir haben halt auch 60-Jährige, die gerne im Ausland arbeiten wollen. Nur dann muss man natürlich auch gucken, die Jobs, die wir vermitteln, primär sind schon eher sogenannte Contract-Jobs, also zum Schnuppern. Ich gucke mal so ein bisschen Ausland und Auswandern auf Probe. Da ist man schon in einem arbeitlichen Kontext mit eher jüngeren Menschen, die dann 30 oder auch 35, vielleicht auch 40 sind, aber 60 wäre dann schon die obere Kante. Ist aber nicht ausgeschlossen und es gibt auch per Definition kein Hindernis, das nicht auch zu machen. Interessant, ja. Jetzt hast du ja gesagt, du hast schon 100.000 Menschen oder 100.000 plus geholfen. Mal so ein Auslandsversuch, Sabbatical, Arbeitsjahr eigentlich kein Sabbatical, zu starten. Mich würde mal interessieren, die Motivation, wenn du mal so die Top 3 Motivationen vielleicht aufzählen kannst. Warum macht das jemand oder in welcher Situation macht das jemand, dass er das mal in sein Leben einschiebt, sozusagen? Eine sehr spannende Frage und auch eine sehr, sehr tatsächlich auch komplexe Frage, lieber Daniel. Ich neige dazu, sie jetzt nicht trivial in einem Satz zu beantworten. Es ist tendenziell auch eher eine Herausforderung, nicht alles nur in einem Satz zu beantworten. Es ist tatsächlich lebensabschnittsabhängig in diesem Fall. Derjenige, der die Schule verlässt, der hat erstmal keinen Bock mehr auf Berieselung aus dem Klassenraum, dann auch Hörsaal, der will einen Break machen, der will raus. Der will so ein bisschen Bucketlist, der will abhaken, der will sagen, ich will die Welt sehen, ich will Abenteuer, vielleicht auch mal mit Strohhalmen aus großen Gefäßen trinken. Der will einfach nochmal das Leben kosten. So, nicht nochmal, sondern vor allen Dingen, ne? Der will sich belohnen. So, das ist das Thema Gap hier. Dann gehen wir mal, sag ich mal, diese Kandidatenreise so ein bisschen weiter. Dann kommen wir vielleicht zu den Gen Ys, die schon die ersten Berufserfahrungen gemacht haben, die sagen, so, ich habe jetzt mal 2, 3 Jahre bei einem Arbeitgeber gearbeitet, das reicht erstmal, ich möchte ein Sabbatical machen. Das kann man auch mit Mitte 30 und noch später machen, aber da geht es halt ein bisschen darum, Tapetenwechsel, kulturell eintauchen. Auch wieder Bucketlist, auch so ein bisschen hedonistisch getrieben, aber dann steht, sage ich mal, das Thema Arbeiten oder auch beruflicher Kontext oder Weiterbildung schon stärker im Vordergrund. Ne, dann bin ich schon so ein bisschen, wo ich sage, zahlt das auf meine Karriereleiter ein Stück weit ein. Da kommt auch das Thema Contract-Jobs oder da kommt das erste Mal eigentlich auch so richtig auslandsjob.de als führende Plattform zum Thema Cross-Border-Jobs ins Spiel. Wenn wir dann weitergehen, wo vielleicht auch, sage ich mal, ja nicht Midlife-Crisis, die soll es ja so fast gar nicht mehr geben, wie ich gehört habe. Aber wenn man sagt, ich bin jetzt so ein bisschen, wo ich mal betrachte, was habe ich bisher erreicht, was soll noch kommen, wo man dann sagt, so, ich möchte jetzt gerne, ja, vielleicht einfach mal das mittlere Lebensdrittel mal woanders verbringen oder meine Partnerin oder die Kinder sind flügge geworden. Dann ist es halt, wo ich sage, so, jetzt gucke ich mal hin, jetzt gehe ich vielleicht für längerfristig mit einem One-Way-Ticket mal ins Ausland und dann kann es auch sein, dass ich als Executive, weil ich natürlich beruflich schon sehr, sehr viel mitbringe, schaue, wer braucht mich denn als Marketingdirektor im Ausland? Dann spielt das Thema Gehalt und Arbeitsplatz natürlich auch eine große Rolle. Wir auf auslandjob.de stellen aber fest, dass das Thema Ausland, also die Motivation, das Thema Emotion, viel stärker ist als
der Arbeitgeber oder der arbeitliche Inhalt an sich, auch das Gehalt ist sekundär, es ist eher so ein bisschen saturierend, kann mir das Gehalt meine Zeit im Ausland finanzieren. Wir nennen das immer smartes Work and Travel oder Work and Travel 2.0. Ausland first, auch die Sehnsuchtsthematik, dieses Land möchte ich unbedingt mal tiefer kennenlernen. Und dann ist es halt wirklich so, dass Portugal die entscheidende Rolle spielt. Jetzt, ich nehme es mal als Beispiel, weil das so populär ist gerade oder eigentlich auch generell. Und dann kommen häufig berufliche Nebenabreden, wie welche Tätigkeiten kann ich machen. Da sind dann auch, sage ich mal, nicht die ganz großen Bandbreiten. Dann kann es aber sein, dass ich sage, ja, dann nehme ich halt einen Job, der von den Lebenshaltungskosten okay ist, dass er die deckt, aber wo ich wesentlich weniger verdiene als in Deutschland. Aber ich bin in Portugal. Also ich wollte sagen, es variiert sehr stark. Und je älter ich werde, desto stärker rückt das Reisen in den Hintergrund. Die Destination wird größer, aber die Balance zwischen Sehnsucht nach einem gewissen Land und dem beruflichen Impact dahinter, das wird dann wichtiger. Wie viele Länder bietest du denn an und wie viele Jobs hast du im Angebot? Also wie kann man sich das ungefähr so vorstellen? Oder wie viel, ja, also fangen wir vielleicht mal an. Wie viele Länder bietest du denn an zurzeit? Also wir sind grundsätzlich in allen Ländern unterwegs, in denen Arbeitnehmer, wir nennen sie halt Auslandjobber, ne? Das ist unsere Begrifflichkeit, wo Auslandjobber gerne hin möchten. Die Frage ist natürlich immer, werden dort gerade Jobs angeboten? Und dann ist es natürlich auch häufig, dass es dann auch, um dort Fuß zu fassen, auch die deutsche Sprache ist, die dann halt als Softskill gefragt ist. Wenn jemand von Deutschland beispielsweise nach Norwegen geht, aktuell haben wir eine Stelle ausgeschrieben, wo in Norwegen jemand für die Kfz-Werkstatt sucht. Der sucht gerade deutschsprachige Kfz-Mitarbeiter. Dann ist es natürlich immer eine Frage, haben wir gerade was Passendes in unserer Datenbank? Man darf sich das nicht so vorstellen, wenn man jetzt auf Monster geht oder Stepstone, wo das Thema War for Talents, Arbeitnehmermangel so groß ist, dass ich sage, ich bin gesucht, ich werde abgeworben. Letztendlich ist es wirklich so, dass wir als Marktplatz, als Matchmaker Arbeitnehmer, Auslandjobber zu Arbeitgeber dann auch auf die Suche gehen in Ländern, wo es populär ist hinzugehen, wo aber auch, sage ich mal, sich große Firmen niedergelassen haben, wie in Griechenland, Portugal, Bulgarien, Spanien, Italien. Da sind viele Stellen, da sind sehr viele Stellen, aber auch sehr, sehr viel Bedarf, sehr viele Arbeitnehmer, die dahin möchten. Aktuell suchen wir auch für Bulgarien, für Thailand. Da ist es schwieriger. Da sind die Voraussetzungen größer. Thailand kann man sich vorstellen, da spielt das Thema Arbeitsvisum eine große Rolle, weil außereuropäisch. Aber tatsächlich ist es so, wir haben vielleicht 100 Stellen, das klingt jetzt brutal wenig, aber wir machen uns natürlich auch auf die Suche, weil wir als größtes Netzwerk im deutschsprachigen Raum natürlich auch nach außen, Auslandjob.de gibt es jetzt 20 Jahre, sehr, sehr gut vernetzt sind. Und dann sind wir eigentlich eher auch näher an dem Auslandsjobber, dass wir für ihn als Jobmakler losgehen, einen Job suchen, als dass wir jetzt sagen, wir haben jetzt einen Auftrag von Arbeitgeberseite, was auch vorkommt, und sagen, okay, wir gucken mal bei uns in der Datenbank, wo wir 5-stellig Auslandsjobber haben und sagen, wir gucken mal, welcher Kandidat für dich am besten passt. Wir sind weniger Recruiter als mehr Jobmakler auf Auslandjobberseite. Verstehe. Und wie kann ich mir das so vorstellen? Also wie läuft denn so ein Prozess ab? Also ich nehme jetzt mit euch Kontakt auf oder die Idee in meinem Kopf ist da, ich möchte gerne ins Ausland gehen. Bei vielen ist ja vielleicht sowas, wie du schon erwähnt hast, Australien vielleicht so der Traum, wie auch immer. So, jetzt komme ich zu euch. Also wie passiert das jetzt? Suche ich mir da in der Datenbank was zurecht oder rufe ich an, klicke ich auf den Chat-Button und irgendjemand redet dann mit mir? Wie läuft es ab, bis ich dann im Prinzip weiß, wo ich hingehe? Sehr gute Frage. Also, wenn du schon weißt, wo du hin möchtest, lieber Daniel, dann suchst du bei uns auf auslandsjob.de/jobs und guckst, welche Jobs aktuell im Angebot sind. Im Idealfall ist in deinem Traumland die passende Stelle gerade verfügbar oder ausgeschrieben. Primär ist es ja so, dass ich nicht unbedingt nach einer Marketingstelle suche, sondern ich suche nach Jobs in dem Land. Und dann gucke ich, was davon für mich am ehesten in Frage kommt. Land first, Job second. Wenn ich dort nichts finde, was durchaus nicht unwahrscheinlich ist, erst recht, wenn ich in Länder gehe, die exotischer sind, wo wir jetzt nicht sehr, sehr viele Stellenausschreibungen vakant haben, dann trägst du dich bei uns in unsere Datenbank ein, in den Talentpool oder gibst eine Initiativbewerbung ab. Und dann gucken wir bei uns in unserer Datenbank, haben wir Kontakte zu Arbeitgebern, die grundsätzlich im Ausland suchen.
und dann machen wir uns proaktiv oder aktiv auf die Suche. So ein bisschen Stichwort Active Sourcing, dass wir schauen, welche Jobs kommen in Frage. Das kann auch sein, dass das sich über Wochen zieht. Kann auch sein, dass wir gar nichts finden. Ist aber auch kostenfrei. Also wir honorieren das ja nicht. Das kostet den Auslandjobbern nichts. Die ganzen Services auf auslandjob.de sind komplett kostenfrei. Das ist jetzt Status Quo, was ich gerade geschildert habe, dass wir mit unseren Recruitern und unseren Scoutern losgehen und das Matchmaking zwischen Auslandjobber und Arbeitgeber im Ausland vollziehen, wenn man direkt auf der auslandjob.de Jobunterseite nichts findet. In der Zukunft, das ist das große Ziel, wir bauen nämlich gerade eine riesen Datenbank auf, möchten wir gerne für die wichtigsten Länder einige Arbeitgeber in unserer Datenbank haben, die grundsätzlich Bedarf an ausländischen, Schrägstrich, gerne deutschsprachigen Mitarbeitern haben. Wenn wir das haben, dann ist das Matchmaking auch automatisierbarer. Dann können wir das stärker auch, sage ich mal, dem Auslandjobber verfügbar machen. Das ist aber noch weit hin, weil so sehr das im deutschsprachigen Raum bekannt ist, dass wir die größte Plattform sind für das Thema Cross-Border-Jobs, weiß aber vielleicht ein Unternehmen, was deutschsprachige oder ausländische Mitarbeiter sucht, in Costa Rica nicht, dass wir eine sehr potente Plattform sind, wo er sich doch gefälligst mal melden sollte, damit wir für ihn das Recruiting übernehmen können oder beziehungsweise das Matchmaking mit den Auslandjobbern. Da dürfen wir proaktiv werden, da dürfen wir spähen, da dürfen wir auch LinkedIn nutzen. Und das ist ein Prozess, der sich zieht. Aber das ist die Zukunftsmusik, da wollen wir hin. Und wenn jetzt, da gehe ich von aus, auch einige Arbeitgeber und auch Auslandjobber zuhören, die sagen, hey, in die Datenbank möchte ich gerne eingetragen werden oder möchte ich Kontakt aufnehmen, ne? So ein kleiner Kontaktaufruf, würden wir uns freuen. Frank Möller, auslandjob.de. Genau, sehr gut. Und vielleicht an der Stelle auch mal eine Bitte an unsere Zuschauer und Zuhörer. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, welches Land euch am meisten interessieren würde, wo ihr gerne mal für 1, 2 Jahre hin auswandern würdet, um dort zu arbeiten. Oder auch in welchem Land ihr das schon mal gemacht habt. Ne? Also wenn ihr da Erfahrung habt und da wart. Ich habe in meinem Bekanntenkreis mal ein bisschen mich umgehört. Also die meisten waren in der Tat in Australien. Ist es heute immer noch so? Du hast vor uns sowas wie Norwegen und Portugal erwähnt. Ist das also so Nahziele eigentlich auch sehr interessant geworden sind? Absolut. Ja. Und als du jetzt gerade Australien sagtest, da musste ich schmunzeln. Man hört immer recht schnell Australien, USA, Kanada, Neuseeland. Das sind aber die klassischen Work-and-Travel-Destinationen. Das ist so das Thema Gap hier. Auch wenn es vielleicht ein Sehnsuchtsort ist, Australien klingt natürlich immer attraktiv, USA auch, aber wir hatten vor 2 Jahren eine sehr, sehr große Umfrage mit über 3000 Auslandjobbern vorgenommen und mal europäisch als auch außereuropäisch nach den Top 10 Ländern oder Top 20 Ländern gefragt. Ja, da kommen diese Länder auch vor, aber zum Beispiel bei europäischem Ausland UK zum Beispiel an erster oder zweiter Stelle. Norwegen war auch ganz vorne. Dann die klassischen Urlaubsdestinationen. Da ist es schon unterschiedlich, wo ich längerfristig arbeiten möchte oder wo ich das Thema Reisen mit verbinde. Australien ist etwas, da reise ich rum. Während ich aber, wenn ich jetzt Portugal anspreche, da reise ich hin. Da reise ich weniger rum, während, ne, rum und hin ist da schon ein Unterschied. Also das Thema Work and Travel shiftet so ein bisschen vor Corona und nach Corona. Australien hat große Herausforderungen, was die sogenannten Working Holiday Visa betrifft. Wir haben mit Tourism Australia einige Jahre lang Marketing zusammen gemacht, weil wir in Europa mit die größten Plattformen sind zum Thema Work and Travel. Und es ist schon ein Wirtschaftsgut. Ausländische Working Holiday Maker, die in Australien quasi bei der Ernte auf dem Feld mithelfen. Und da hat Neuseeland stark den Rang abgelaufen und generell das europäische Ausland ist attraktiver geworden, weil es näher ist, weil es auch sicherer ist. Das Thema Reisen ist ein Stück weit konservativer geworden. Klar, Bucketlist ist immer noch Australien, Neuseeland und so, aber Portugal, Griechenland, auch Balkan ist viel attraktiver geworden. Und das sehen wir halt in den Nachfragen bei uns. Wenn es nicht gerade wirklich klassisches Work and Travel ist das Thema Contract Jobs, Jobs im Ausland, eher im europäischen Ausland zu finden. Und was sind das dann, so die meisten Jobs? Sind das so typisch in der Gastronomie, im Hotelgewerbe dann, in der Touristenbetreuung? Weil du hast ja gesagt, Deutsch als Sprache ist so ein Soft-Skill, der gebraucht wird. Also kommt mir so im Sinn, entweder Telefon-Hotline, die vielleicht irgendwie outgesourced in solchen etwas preiswerteren Ländern sind. Das könnte ich mir so vorstellen als typisches Job oder halt in der Gästebetreuung irgendwo. Wo muss man sonst noch Deutsch können? Absolut richtige Punkt, die du angesprochen hast. Tourismus.
großer Punkt, weil da, wo die Deutschen gerne Urlaub machen, sehr sicher, da ist natürlich auch Staff gefragt, die dann die deutsche Sprache sprechen. So sind wir auch vor gut 4 Jahren mit der Gründung der Auslandjob Recruiting Solutions dann eingestiegen. Wir sind für die größten Touristiker recht schnell zum stärksten Partner geworden, weil wir halt dann in dem Bereich rekrutiert haben. Machen wir immer noch sehr erfolgreich, haben es dann aber ausgeweitet. Du hast es nochmal angesprochen, das Thema Customer Satisfaction, also sogenannte Callcenter. Da wird natürlich auch die deutsche Sprache logischerweise sehr stark gefragt und ist natürlich ein Softskill, der einem hilft, im Ausland schnell einen Job zu finden. In der Richtung spielt auch das Thema Outsourcing eine große Rolle. Outsourcing in der Form, wenn Unternehmen sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, ist das Thema Dialog mit Kunden. Gerade wenn ich ein digital getriebenes Geschäftsmodell habe, beispielsweise Netflix, Google, TikTok und Co., die ganzen Social Media, da ist sehr, sehr viel Bedarf an der Sprache Deutsch und deutschen Mitarbeitern, die in dem Bereich ja das Thema Dialogmarketing, Dialogmanagement, Inbound, Outbound, die ganzen Begrifflichkeiten, die man da so kennt, spielt. Und dann fragt man sich natürlich, warum findet das nicht von Deutschland aus statt? Weil natürlich jetzt das Thema, ich weiß nicht, Geo-Arbitrage ist sicherlich für euch natürlich ein großer Begriff. Also das Thema Kaufkraftgefälle, Arbeitnehmergünstigkeit, wo kriege ich Arbeitnehmer günstiger angestellt und wo fällt es nicht auf, dass er jetzt nicht in Deutschland sitzt? Wenn ich jetzt mit jemandem bei Netflix telefoniere und ich bezüglich meines Accounts eine Frage habe, werde ich wahrscheinlich nicht jemanden in Deutschland sprechen, sondern ihn vielleicht in Lissabon sitzen haben oder in Thessaloniki. Und das ist natürlich Orte, wo es gleichzeitig auch schön ist zu leben. Und dann kann man eins und eins zusammenzählen. Wenn ich jetzt vielleicht nicht den attraktivsten Job habe, im Sinne von, ich arbeite in einem Callcenter, beziehungsweise wo es natürlich attraktiver ist, mache Newsfeed-Management bei TikTok, dann versuche ich natürlich die Mitarbeiter dahin zu ziehen, wo sie sagen, oh, das ist aber schön. Da wollte ich immer schon mal hin. Und dann kommen die Destinationen ins Spiel. Deswegen meinte ich ja auch Destinationen oder Ausland, das Land an sich zuerst. Und dann ist es auch häufig erträglicher zu sagen, dann habe ich halt mal das Headset längere Zeit auf dem Kopf und werde vielleicht nur durchschnittlich bezahlt. Dann mache ich das auch gerne 2 Jahre und dann werde ich mir vor Ort vielleicht einen anderen Job suchen. Und dann sind wir auch weniger gefragt, sage ich mal, weil der Sprung, Cross-Border, das ist das Entscheidende, weil ich ja nicht das Netzwerk habe. Wenn jemand erstmal einen befristeten Job zum Relocaten genutzt hat, dann kann es natürlich sehr gut sein, dass er sagt, irgendwann, ja, ich möchte was anderes machen oder ich möchte aufsteigen. Dann braucht er in der Regel uns ja nicht, es sei denn, er will sich komplett anders orientieren, meinetwegen von dem einen Ausland ins nächste Land. Dann sind wir wieder im Spiel. Es sind nicht immer die tollsten Jobs. Es gibt auch totale Perlen da draußen, aber wenn es darum geht, jemanden aus Deutschland ins Ausland zu ziehen, dann muss es entweder ein ganz, ganz großer Need sein, weil er ansonsten im eigenen Land nichts findet, oder es ist die Sprache. Oder es ist, das haben wir jetzt aktuell ganz stark, wo es darum geht, die deutschen Tugenden. Zum Beispiel das deutsche Handwerk. Wir sind gerade dabei, wo wir sehr stark versuchen, Handwerker, die von Deutschland weg möchten. Du hast ja auch Motivation gefragt. Ich möchte nicht zu politisch werden, aber aktuell merken wir schon sehr stark, dass es nicht immer nur das Hinzu ist, im Sinne von, ich möchte gerne nach Portugal. Es ist auch häufiger, muss man leider sagen, auch die Motivation, ich möchte weg von. Und dann schneidet in diesem Zusammenhang unser eigenes Land nicht gut ab, weil man aus unterschiedlichen Gründen unzufrieden ist. Nochmal ganz kurz zurück zum Handwerk. Da sind wir gerade dabei, eine große Offensive zu starten. Das deutsche Handwerk ist sehr gesucht, weil es verlässlich ist, weil im Handwerk und im Mittelstand gut ausgebildet wird. Und da ist dann, sage ich mal, nicht die Sprache das Entscheidende, sondern ich bringe was mit, was andere Länder vielleicht so auf Arbeitnehmerseite nicht abbilden können. Absolut, kann ich dir voll zustimmen. Ne? Also gerade heute gab es ja im Fokus einen Artikel und da wurde ganz groß drüber geschrieben, also das, was du den Handwerkern gesagt hast, ne? Da wurde allerdings auf deutsche Familienunternehmen, traditionelle Familienunternehmen, gab es einen großen Artikel, dass die keine Lust mehr haben, in Deutschland zu investieren, sondern auch nur ins Ausland gehen und dort nach der Möglichkeit suchen, dort weiter halt ihr Vermögen zu diversifizieren oder zu investieren, das Unternehmen weiter auszubauen. Das kann ich so auch nur bestätigen, das bestätigen uns ja auch die Mandanten. Aber jetzt generell noch mal eine Frage, und zwar, wenn jetzt jemand auswandert wegen der Arbeit,
Andersrum, nee. Er sucht eine Arbeit, weil er auswandern will. So ist er eigentlich bei dir, ne? Er will mal ins Ausland gehen, ne? So rum. Genau. Der Daniel hat aufgepasst, sehr gut. Und jetzt ist ja so, das ist ja bei unseren Mandanten auch so. Ne? Also unsere Mandanten haben dann, wenn sie jetzt dauerhaft ja bei uns auswandern wollen, eine ganze Reihe anderer Fragen, wo wir ihnen versuchen, dann auch noch weitere Beratungen anzubieten. Zum Beispiel, was wir jetzt gefragt werden häufig ist, wenn ich Kinder mit habe, wie gehen sie im Ausland in die Schule? Da hast du gesagt, bei deinen Klienten ist es eher weniger so, dass sie mit der ganzen Familie auswandern. Aber zum Beispiel gibt es die Frage nach einer Krankenversicherung. Wir bieten da teilweise eine Beratung an für so eine Krankenversicherung oder vielleicht, wie finde ich Wohnung vor Ort oder die Visa-Formalitäten. Es gibt dann vielleicht ein paar rechtliche Fragen noch und so weiter und so fort. Brauche ich eine Rechtsschutzversicherung und so weiter und so fort. Mhm. Da dein Beratungsumfeld und an welcher Stelle greift das dann? Also schon am Anfang wird darüber gesprochen oder ganz am Ende? Wie läuft denn das bei dir? Was wir sehr, sehr stark fokussieren, da sind wir auch in den letzten 20 Jahren auch sehr erfolgreich und auch größer geworden, ist, wir bleiben da, wo wir unsere Stärken haben. Das ist immer besser zu verstehen, warum junge Menschen ins Ausland wollen, mit welcher Motivation auch immer. Sprich, das, was zwischen den Ohren, in der Motivation, im Kopf, im Herzen, im Bauch passiert. Das Thema Bürokratie, da komme ich halt auch aus einer eigenen Leidensgeschichte. Ich war mal ganz kurz bei der Stadtverwaltung, das war eine ganz kurze Episode. Das war nie so mein Thema. Wir sind immer in der Emotion. Also da, wo jemand sagt, ich möchte hinzu oder ich habe eine ganz große Motivation oder Emotion, etwas zu machen. Die Nebenabreden oder die Voraussetzungen, die dafür nötig sind, ob es das Thema Visa ist, ob das Thema rechtlich ist, ob das Thema Bürokratie ist, da suchen wir uns starke Partner. Wir konzentrieren uns darauf, was wir gut können. Das ist halt bei dieser Kandidatenreise das Thema Emotionen abzubilden, zu schauen, hat er das passende Mindset als Auslandsjobber, ist er schon so weit? Man kann es ja auch mal in verschiedenen Stufen sehen. Und Daniel, da sind wir eigentlich auch, sage ich mal, Zuspieler für euch. Also diejenigen, die dann bei euch landen, haben vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren mit uns mal ein Work and Travel gemacht oder mal ein Au-pair oder mal ein Farmwork in Neuseeland oder dann halt auch ein Contract-Job. Und dann irgendwann, nachdem das Thema Ausland bei denen halt ja in die Lebens-DNA gehört, sind die dann halt auch komplett ausgewandert oder haben dann ihre Firma umgezogen. Und das ist halt so ein bisschen das, wo wir unsere Stärken haben. Auf der Ebene der, was muss ich denn bedenken? Welches Visum? Brauche ich ein Working Holiday Visum oder brauche ich ein Residential Visum? Welche Versicherungen treten in Kraft? Wie muss ich mich absichern? Brauche ich einen Vollschutz oder ist es so eine Zusatzversicherung? Da haben wir starke Partner. Da gibt es ja auch Spezialisten da draußen, wie zum Beispiel, ja, ach, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil dann tue ich jemanden Unrecht, den ich jetzt nicht nenne, aber gerade das Thema Versicherung ist ein großes, das Thema Expatriates, die halt dann letztendlich ein Vollschutzprogramm brauchen. Da haben sich Industrien und Experten aufgestellt. Da sind wir froh, dass es die gibt. Da machen wir dann eine Übergabe. Wir wissen genau, was wir gut können. Wir wissen, wo wir dann am besten die Finger von lassen. Gerade da, wo es dynamisch wird. Thema Remote Work jetzt zum Beispiel oder das Thema Workation. Wenn jemand nur hin und wieder im Ausland arbeitet und wieder zurückkommt oder wie lange kann er arbeiten, wann ist es in Doppelbesteuerung, welche Tagesregelungen gelten. Das wechselt dynamisch. Da geben sich gerade täglich neue Spielregeln die Hand. Da sind wir raus, weil dann würden wir uns verzetteln und deswegen freuen wir uns einfach, das Thema berufliche Auszeiten, Gap Year, Arbeiten im Ausland auf der Mindset- und Sinnebene zu bespielen und irgendwann zu übergeben. Okay, macht durchaus Sinn. Aus unserer Sicht auf jeden Fall. Und von unserer Zielgruppe, den Auslandsjobbern definitiv auch. Das ist das, was wir rückgemeldet bekommen. Na, letztendlich muss man ja auch mal gucken, wie stark ist die Motivation, woher rührt sie, passt das Mindset? Wenn das alles groß genug ist, im Sinne von, wenn das Warum stark genug ist, ertrage ich das Wie und das Wie ist meistens die Bürokratie oder die Requirements, die ich erfüllen muss, um das Visum zu bekommen oder um mich im Ausland mit einem Arbeitgeber da auch längerfristig einzulassen, dann treten wir einen Schritt zurück. Absolut. Jetzt hast du ja schon gesagt, also ein Großteil der Jobs ist im Tourismus beispielsweise oder in vielleicht so outgesourcten Support-Hotlines, Sales-Hotlines, wie auch immer. Aber gab es auch mal so eine Perle irgendwo unter den Jobangeboten im Ausland, wo du gesagt hast, oh, also das würde ich am liebsten selber machen, sozusagen, wenn ich jetzt in der Position wäre, weil du siehst ja alle Jobangebote, ne? Du kennst ja, was da so die Arbeitgeber
Arbeitgeber für Leute suchen? Gab es da mal irgendwie so ein richtig, oder gibt es ab und zu mal so ein richtiges, super tolles Jobangebot? Ja, die gibt es sicherlich regelmäßig. Und nein, ich sehe nicht alle Jobs. Dafür bin ich froh, dass ich mein Team habe. Also ich sehe aber natürlich dann Highlights. Was ich mal ganz spannend fand, das ist jetzt eher aus dem Bereich Freiwilligenarbeit. Aber das fand ich, das hat ein Sabbatical-Nehmer mal in Nungwi im Norden Sansibars gemacht. Ich durfte dieses Projekt besuchen und da war jemand für ein halbes Jahr und der hat für Disney ein Boot geschnitzt. Also das hat er jetzt fast alleine gemacht, unter Aufsicht, aber das war sein Projekt. Ich durfte das besichtigen und der war wirklich, der hat das am Strand geschnitzt. Das war direkte Strandnähe. Hat mich sprachlos gemacht. Der hat halt ein halbes Jahr an diesem Boot gearbeitet, was dann, ich weiß nicht, ob es bei Fluch der Karibik dann unterwegs war oder aber in den Disney-Parks. Da würde ich jetzt lügen, aber es war auf jeden Fall dann groß halt in die, ja quasi ja, auf die Bühne geschoben worden. Und das fand ich, das war so ein Leuchtturmjob, der natürlich komplett fürs Herz war. Das war natürlich auch ein Fluchtpunkt. Viele Jobs sind halt auch irgendwo eine Flucht, weil ich sage, ich möchte mal mit etwas brechen, was ich bisher gemacht habe. Gibt ja auch das Thema Jobbatical. Im Sabbatical kann ich halt auch einen Job-Sweat machen, dass ich ins Ausland gehe, vielleicht gleich einen Job oder einen anderen Job, aber weiterhin arbeite, aber einen Tapetenwechsel vornehme. Halt immer da, wo das Thema Emotionen stark aufgezogen wird. Das sind Jobs, die bei mir persönlich im Kopf bleiben. Und das in Nungwi war halt so einer. Unglaublich. Ich muss es einfach mal ganz kurz was zu unseren Zuschauern und Zuhörern sagen. Das war jetzt nicht abgesprochen mit dem Frank. Frank, du wirst wahrscheinlich nicht wissen, dass wir hier seit ein paar Wochen über Sansibar sprechen auf unserem Kanal. Schon Never ever. Never. Echt jetzt? ja, ist Ja. total gut. Und ich war in Nungwi. Ich war in Nungwi Nein. vor 2 Wochen, ja. Weil wir machen regelmäßige Reisen mit unseren Mandanten, Interessenten, die jetzt hier so unsere Podcast-Kanäle zuhören, weil wir empfehlen durchaus aktuell Sansibar als ein Plan B, Auswanderort. Ne? Und ich bin nächste Woche, fliege ich wieder hin. Nach, Night inklusive. Also absolut. das Und höre ich ungern jetzt. Nein, ich gönn's dir, Daniel. du kannst im Februar mitkommen. Also jetzt sind wir schon fast ausgebucht, aber im Februar haben wir noch ein paar Plätze frei. Wir fahren alle 3 Monate, Ach. weil ja dort eine hochinteressante Stadt gebaut wird und übrigens auch in der Stadt eine ganze Menge deutschsprachige Spezialisten, Bauingenieure und so weiter und so fort hin sind. Es wird also dort eine einmalige Stadt in Afrika gebaut. Also es ist einzigartig. Dort haben deutsche Bauingenieure, die früher mal ihre Kindheit in Tansania, also die Eltern haben sie damit rausgeschleppt, so als Auswanderprojekt kann man sagen, oder? Und die haben da ihre Kindheit verbracht, haben die Sprache gelernt, dann sind sie zum Studium, Bauingenieur studiert und irgendwann haben sie gemerkt, mein Herz hängt noch da in Afrika. Genau. Sind zurück und da ist an der Westküste, wird eine Stadt momentan für über 20.000 Menschen gebaut. Die ersten 700 Häuser und Apartments sind fertig, Parklandschaften angelegt, das ist der absolute Hammer. Und viele, viele deutsche, sagen wir mal so, wirklich so Spezialisten, also ein Spezialist da, der kennt sich aus mit Permakultur, also wie kann man sehr, sehr umweltfreundlich recyceln und Müllverwertung machen und so weiter und so fort. Und es wird ein Schweizer und 2 Deutsche haben da eine Fabrik, also eine Firma gegründet, um aus nachwachsenden Rohstoffen, also Holz in erster Linie zum Beispiel, Häuser, die ganz speziell in Afrika also so ihre Funktion erfüllen, dort zu produzieren, so eine Art Fertigteilhäuser, kann man in der Stadt sich anschauen. Total verrückt. Ich habe ganz, ganz viele Deutsche dort kennengelernt, die sich in Sansibar verliebt haben und dort auch jetzt ihren Job gefunden haben. Ne? Brauchen wir noch Handwerker aus Deutschland? Wir müssen reden. Kann nächste Woche mal nachfragen, da können wir noch vielleicht ein paar Datensätze in deiner Datenbank füllen. Es gibt auch eine deutsche Ärztin dort zum Beispiel, eine deutsch sprechende Ärztin, die hat auch irgendwie afrikanische Wurzeln und so weiter. Das war das sehr, sehr interessante, nette Menschen, die sich in dieser Stadt jetzt zurzeit tummeln. Und wir versuchen gerade auch interessierte Mandanten da hinzuzufügen, die einfach sagen, das wäre mal was, weil es eben wirklich was Einzigartiges ist, was da entsteht. Was wir auf alle Fälle jetzt Voll machen. geschildert, also habe ich sehr bildhaft im Kopf. Was wir auf alle Fälle machen, wir werden jetzt mal an der Stelle auch mal so diese Boote, die du da nanntest, sind ja fantastische Boote. Also du hast ja wahrscheinlich auch gesehen, wo du in Sansibar warst. Überall dort an dieser Riffküste, ne, an der Ostküste, hast du ja diese verrückten
Boote, wo du denkst, die Zeit ist stehen geblieben. Ne? Irgendwie vor ein paar hundert Jahren standen wahrscheinlich die gleichen Boote dort. Und wahrscheinlich musste da dieser Typ, den du da vermittelt hast, sich auch inspirieren lassen. Ich habe diese Boote noch nie auf der Welt irgendwo anders gesehen, die du dort siehst. Ne? Wir blenden es mal ein an der Stelle. Da hast du bei mir einen guten Anker gesetzt. Wieder Hashtag Emotionen. Also vielen Dank. Super. Alles klar, ja. Und vielleicht wäre das mein künftiger Plan B, Ort für dich in Zukunft. Ne? Ja, in der nahen Zukunft nicht. Meine Frau ist zum Glück noch nicht 55, hat noch ein bisschen, aber ich habe das hier geparkt. Sei sicher, da werde ich mich erinnern. Heute lade ich dich ein, Sebastian und Daniel nach Sansibar zu begleiten. Den Link zur Plan B-Reise für Auswanderer oder Investoren findest du in der Beschreibung. Sansibar bietet ja eines der besten Plan B-Dauervisa. Wenn du zum Beispiel 90.000 € in ein Familienhaus in Fumba Town investierst, erhalten bis 6 Personen ein permanentes Visum. Aber auch wenn du nur Vermögen außerhalb der EU gut investieren willst, ist Sansibar ein Geheimtipp, weil hier deutsche und Schweizer Ingenieure eine einzigartige neue Stadt bauen, Fumba Town. Wir finden, das könnte ein ideales Investment sein, auch weil sich der Hilton-Dienstleister Valor um die Werterhaltung und Vermietung deines Investments kümmert. Aber komm doch einfach mit Sebastian und Daniel nach Sansibar und überzeuge dich selbst. 3 Tage Besichtigungen, Workshops, Treffen mit Auswanderern und den Stadtplanern vor Ort und Austausch mit Gleichgesinnten. Die Reisetermine und das Programm findest du unter www.perspektiveausland.com. Sehr schön, du. Also gehen wir mal zurück, aber zu unserem Hauptthema. Also es gibt ja mehr als nur Sansibar. Lass uns doch nochmal drüber sprechen. Du hast es ein, zwei Mal erwähnt, die Corona-Zeit hat einiges verändert. Wir haben ja mehrere Dinge in letzter Zeit, die vielleicht das Thema Auswandern und Jobsuche im Ausland so mal neu orientiert hat. Das eine könnte die Pandemiezeit sein, aber auch der Brexit hat vielleicht ein paar Sachen verändert. Ist es so, dass Brexit auch bei dir einiges verändert hat im Job, weil ja im Prinzip Auswandern wegen des Jobs oder mit einem Job ins Vereinigte Königreich für viele auch sehr, sehr interessant war und jetzt nicht mehr möglich, so ohne weiteres? Das hat uns ja so gewundert, also Stichwort Brexit und UK, was unsere letzte Umfrage gegeben hat, da war halt Großbritannien an zweiter Stelle als Sehnsuchtsort in Europa. Und wir führen aktuell wieder, also alle 2 Jahre diese große Studie durch, diese große Umfrage. Wenn da gerne jemand teilnehmen möchte, auslandsjob.de, an der Umfrage gerne teilnehmen, freuen wir uns. Gucken wir, wo jetzt dieses Mal Großbritannien landen wird. Für uns persönlich ist England, Großbritannien nicht auf der Watchlist so groß gewesen, dass jetzt Arbeitgeber nach deutschen Arbeitskräften suchen, sich bei uns melden oder dass Auslandjobber sich bei uns direkt melden. Da gibt es vielleicht auch andere Plattformen, wo dann stärker gesucht wird. Wir stellen ganz stark fest, dass bei uns das Thema Arbeiten im europäischen Ausland sehr, sehr stark mit der Attraktivität, da will ich jetzt nichts gegen England, aber vielleicht einfach mal auch die Sonnenstunden des Jahres mal einfach mal darauf, wenn wir uns darauf einigen, da tritt man keinem Engländer zu nahe, wenn man sagt, da gibt es halt Länder, wo einfach die Sonne häufiger scheint und weniger Regen fällt. Das sind tatsächlich ganz pauschal gesagt die Länder, die in Europa ganz oben stehen. Stichwort ganz oben, Ausnahme ist dann wirklich Skandinavien, weil dann natürlich eine hohe Lebensqualität auch gegeben ist. Da sind dann zwar die Arbeitsplätze oder die Arbeitsangebote unterschiedlich zu denen im südlichen Europa, weil eben schon angesprochen Thema Geoarbitrage oder auch Outsourcing von unternehmerischen Bereichen, wo dann stark und viel deutsche Arbeitskräfte gesucht werden. Das ist dann im Norden Europas nicht so der Fall. Aber das sind so generell so die Länder, die auf der Watchlist der Auslandsjobber stehen. UK ist, deswegen hat es uns so gewundert, bei der Umfrage ja, da war es ganz oben. Vielleicht jetzt wieder, müssen wir mal gucken. Ich habe keine Zwischenwerte aktuell. Aber ansonsten so im Tagesgeschäft hat uns da der Brexit, mich persönlich hat es eine Firma gekostet tatsächlich. Ich habe ein Joint Venture mit einer Liverpooler Company zusammen gehabt. Das ist dann auseinandergegangen. Also mich persönlich hat es betroffen, aber das Geschäft der Außenjob Recruiting Solutions, würde ich sagen, im Tagesgeschäft nein. Frank, gibt es denn jetzt gerade in dem Bereich, mit dem du angefangen hast, also Work and Travel zum Beispiel, gibt es da irgendwelche Phänomene jetzt seit vielleicht Corona oder seit dem Brexit, die dir aufgefallen sind, die dich vielleicht auch irgendwie wundern? Kannst du dazu vielleicht noch was sagen? Danke, dass du das fragst. Und da sprichst du mir wirklich aus der Seele. Da habe ich nämlich folgenden Punkt, den ich gerne mal ansprechen möchte, weil das ist uns in den letzten Jahren aufgefallen und das ist ein Punkt, den ich gerne mal vorbringen möchte. Was ich halt spannend finde, ist, ich durfte ja vor 25 Jahren bei der Entwicklung des Thema Work and Travel in Deutschland
als Pionier mitwirken. Ich war bei dem Marktführer, damals gab es nur Work and Travel in Australien, die anderen Länder zogen irgendwann nach. Jetzt gibt es ja immer mehr dieses Working Holiday Visum, was halt dieses bilaterale Abkommen, ich darf bis zu einem Jahr als Deutscher ohne Arbeitsvisum oder besonderes Visum im Ausland, auch in diesem außereuropäischen Ausland arbeiten. Da hat sich das Thema Work and Travel sehr stark etabliert, dass es Common Sense geworden ist. Also damit kann ich, glaube ich, nicht mehr punkten, wenn ich bei Instagram irgendwie mal sage, hey, ich mache jetzt Work and Travel. Was wir festgestellt haben, ist, dass Work and Travel allgemein weniger geworden ist und das Thema Arbeit im Ausland, also das Thema, wir nennen es ja smartes Work and Travel, immer stärker wird. Also früher war Europa einfach nicht cool, also nicht so cool. Jetzt merken wir, während und nach Corona hat halt das europäische Ausland stark gewonnen. Die ferneren Ziele haben stärker verloren. Jetzt ist die Frage, woran liegt das? Ist es vielleicht das Thema Flugscheu, Flugscham im Sinne von, man hat auch immer stärker das Thema ökologische Nebenabreden vor Augen? Ist es das Thema Gen Z, also wo das auch mit reinspielt, also das Thema Greta, man schaut, wie stark bin ich noch im Fit mit meinen Verpflichtungen oder meiner Thematik für nachkommende Generationen, dass ich hier ökologisch halt nachhaltig unterwegs bin? Oder ist es einfach, dass Work and Travel an sich weniger spannend ist, weil das Thema, ich will weniger reisen, sondern mehr an einer Lieblingsdestination sein und dann dort stationär arbeiten, um dann mehr Geld zu verdienen und ja, einfach dort eine gute Zeit zu verbringen. Also warum ist Work and Travel weniger spannend, als es noch vor Corona war? Und warum ist das Thema Arbeiten in Europa so stark in der gleichen Zeit nach vorne gekommen? Hängt das zusammen? Man müsste das mal befragen, ist bei uns auch Teil unserer Umfrage, warum Work and Travel im außereuropäischen Ausland so stark ja, weniger gefragt wird und ob das smarte Work and Travel Griechenland, Portugal, Balkan vielleicht dem Ganzen den Rang abgelaufen hat. Ich mache mal ganz kurz den Moderator, gerne mal in den Kommentaren teilen unten, würde mich freuen, weil wir glauben schon, dass es mit Corona zusammenhängt, dass man Respekt hat, soweit ins außereuropäische Ausland zu gehen, weil man ja auch guckt, eigentlich ist es ja auch aus vielen Gründen schön, auch im europäischen Ausland zu bleiben. Nochmal eine andere Frage. Unsere Zeit geht langsam dem Ende entgegen und es gibt bestimmt noch viele Fragen. Ich kann einfach nur sagen, jeder, der noch Fragen hat, wir blenden ja deine E-Mail-Adresse am Ende ein und ihr könnt die Fragen in die Kommentare reinschreiben. Da kannst du sie dann auch beantworten. Ich werde dich für dieses Video auch zum Moderator der Kommentare machen, sodass du direkt dort auch was mit beantworten kannst. Also eine Frage ist, gibt es denn auch Menschen, die du jetzt ins Ausland, ich sage mal, geschickt hast, also kann man vielleicht nicht so sagen, aber denen du geholfen hast, dann ins Ausland zu gehen und wo dann irgendwie doch nach kurzer Zeit die Reue kam, weil sie festgestellt haben, das passt eigentlich überhaupt nie. Und wenn ja, was gibt es so für Gründe? Also warum könnte auch jemand dann abbrechen und sagen, das ist doch nichts für mich? Welche Faktoren könnten so eine Entscheidung für eine Rückkehr beeinflussen? Stichwort Mindset. Es war ein fieser Neudeutscher, sehr, sehr omnipräsenter Begriff, aber als Auslandsjobber oder als Auslandszeitler ist es halt schon so, dass ich, wenn ich längerfristig, auch alltäglich ins Ausland gehe, das werdet ihr natürlich genauso kennen, nur im Idealfall ist es dann bei euch so, dass das Thema Ausland schon vorher in verschiedenen Facetten gespielt wurde und man dann auch als Klient oder als Mandant bei euch dann weiß, auf was man sich einlässt. Häufig sind wir immer noch mit den Auslandszeitern, Auslandjobbern in Kontakt, die zum ersten Mal längerfristig ins Ausland gehen. Und dann, wir sprechen auch ganz häufig vom Thema Romantisierung. Wir haben die führende Plattform zum Thema Rancharbeit und Farmarbeit im Ausland bis letzten Jahres betrieben. 15 Jahre lang haben wir dort unterschiedlichste Motivationen herausfinden dürfen, warum jemand auf einer Farm in Neuseeland arbeiten möchte oder in Argentinien, weil das Thema Ranch, Pferde im Kopf sofort, ich habe mal, ich meine, wahrscheinlich nicht Bonanza damals gesehen, also die Zielgruppe geht nicht mehr ins Ausland, aber ich habe irgendwas romantisiert, wo ich sage, ich arbeite mit Pferden auf einer Ranch. Und dann ist aber das Thema Farmalltag oder Ranchalltag eine ganz andere Thematik. Also ganz häufig ist es so, dass Erwartung, Vorstellung, Romantisierung etwas ist, was dem Alltag dann im Ausland nicht standhält. Auch wenn jemand als Auslandjobber nach Lissabon geht, das kulturelle oder auch das abendliche Leben im Kopf hat oder auch das Thema
ja, Sundowner oder Surfen, sonstiges. Aber es gibt einen Arbeitsalltag. Und dann irgendwann ist das Thema, es sieht aus wie Urlaub, eingepreist, aber dann kommt das Thema Arbeitsalltag in den Vordergrund. Und das könnten Stresstests für bleibe ich oder breche ich ab sein. Das ist natürlich auch unsere Aufgabe. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, das Thema Mindset, zu gucken, sind die Emotionen gerechtfertigt, die ich mit dem Traumland, mit dem Traumjob verbinde. War ich schon mal im Ausland? Dann sind wir auch aufklärerisch tätig. Weil wenn wir für Auslandsunternehmen rekrutieren oder das Matchmaking vornehmen mit den passenden Auslandsjobbern, dann haben wir natürlich auch eine Verpflichtung, dass das Thema Onboarding, Einarbeitung, Traineeship, dass das letztendlich auch für eine gewisse Verweildauer sorgt. Ne? Also, dass wir die richtigen Kandidaten halt auf das richtige Thema Arbeitgeber halt bringen. Und da ist häufig der Grund, oder wenn es einen Abbruchgrund gibt, ganz häufig zu hohe oder zu falsche Vorstellungen und Erwartungen. Also ich denke, es gehört einfach dazu, man muss auch mal darüber gesprochen haben. Ne? Denn eine Frage vielleicht noch, Kosten. Das heißt, wenn ich jetzt deine Dienstleistung in Anspruch nehme, wer trägt jetzt die Kosten? Der Arbeitgeber, weil er jemanden sucht, oder ich als jemand, der einen Job sucht, oder wie läuft das? Weil du musst ja auch von irgendwas leben letztendlich, deine Arbeitszeit und den Betrieb der Plattform und so weiter und so fort bezahlen. Wie kann ich mir das vorstellen? Unser großer Vorteil ist, dass wir sowohl auf auslandszeit.de und dem Netzwerk der Auslandszeit als auch auf auslandsjob.de vom Endkunden, vom Kandidaten, vom Auslandjobber oder vom Auslandszeitler kein Geld nehmen. Also unser Service ist komplett kostenfrei. Da gehen wir in Vorleistung, wo wir verdienen und wo letztendlich unser Geschäft halt auch, sage ich mal, die Daseinsberechtigung hat und auch sich finanzieren lässt, ohne dass es eine Liebelei ist von Arbeitgeberseite. Also das kann man sich vorstellen wie auf Executive-Ebene, wenn es Richtung Personaldienstleistung geht oder Headhunter ins Spiel kommen, wo es dann ein Kopfgeld gibt, bekommen wir halt auch eine Platzierungsprämie, wenn wir einen guten Match zwischen Auslandsjobber und Auslandsvakanz finden und der Kandidat einen guten Job macht im Sinne von, er bleibt, er arbeitet sich gut ein, er hat die guten, richtigen Skills, die er mitbringt, also dass unser Screening-Prozess funktioniert hat. Dann bekommen wir eine Platzierungsprämie, sprich wir arbeiten auf der B2B-Ebene und verdienen dort unser Geld. Gut zu wissen. Denke ich, das ist auch eine Frage, da hat jetzt ja der eine oder andere schon die ganze Zeit gewartet. Wann stellt er endlich die Frage, was es kostet, oder? Ja, ich hoffe, ich habe sie gut beantwortet. Genau. Also es ist immer mal so eine Frage, wenn man jetzt sich entscheiden will für eine Dienstleistung, ist immer die Frage des Preises, aber auch die Frage der Zeit. Also wenn jetzt jemand heute den Entschluss fasst, ich möchte gerne ins Ausland gehen und im Ausland irgendwie dann einen Job haben, wovon ich mir den Auslandsaufenthalt bezahlen kann, wie schnell finde ich jetzt was? Also hast du einen Job für, sagen wir mal, ab 1.12. oder ab 1.1. oder sind da längere Zeiten, die man braucht, bis sozusagen das gematcht hat, bis das Vertragliche vereinbart ist und dann jemand dahin geht? Wie lange dauert das? Jetzt haue ich mal einen raus, Daniel. Wir haben sogar Jobs ab dem 1.11. Also das ist vielleicht ein bisschen provokant gesagt, aber es wäre theoretisch möglich. Also die Bedarfe sind da. Also es gibt Arbeitgeber, die sagen, lieber wirklich sprichwörtlich heute als morgen. Dann ist der Flaschenhals wirklich die Flexibilität auf Arbeitnehmerseite. Es sind natürlich gewisse Branchen, wenn ich jetzt sage, Google sucht für das Thema technische Beratung, für Google Ads, für das Thema, wie kann ich mit Google Werbung betreiben. Die haben, weil das halt wachsende digitale Unternehmen sind, genau wie ja, sag ich mal, Netflix oder Meta, TikTok, die haben permanent Bedarf. Die suchen mehr deutschsprachige Mitarbeiter, als aktuell vorhanden sind. Und da gibt es sogar Relocation Packages oder auch Prämien, da können wir mal auf auslandjob.de schauen. Wir haben einige Stellen ausgeschrieben, wo es eine Prämie gibt, weil so hoher Bedarf an deutschsprachigen Mitarbeitern besteht, beispielsweise in Portugal, in Griechenland, für diese Firmen zu arbeiten. Ja, Google oder auch Netflix sitzen nicht per se in Portugal, aber die Unternehmen, die Dienstleistungen für diese Unternehmen betreiben. Und dann arbeite ich für Google. Ich werde nicht von Google bezahlt, weil der Dienstleister, der wiederum für Google das Outsourcing betreibt, ist dann in Kontrakt mit Google, aber ich bin halt Google-related. Diese Stellen sind permanent sofort verfügbar. Auch da gerne mal auf auslandjob.de sich initiativ bei uns bewerben oder wir haben verschiedene Möglichkeiten, wo man mit uns direkt per E-Mail oder auch per
Terminvereinbarung oder per WhatsApp in Kontakt treten kann. Da können wir mal direkt beraten, welche Stellen aktuell sehr schnell verfügbar sind. Einige wollen auch sofort raus, weil irgendwas passiert ist. Sie sagen sofort weg. Dann hinterfragen wir es natürlich auch, ob das jetzt eine Flucht ist, die dann vielleicht morgen sich wieder umkehrt. Aber grundsätzlich, wenn jemand überlegt, schnell ins Ausland möchte, dann wird er bei uns fündig. Ich bin begeistert von der Dienstleistung, die du da anbietest. Ich denke, das ist für den einen oder anderen sehr, sehr interessant, wie du selber gesagt hast. Wenn dann jemand länger bleiben will oder andere Länder sucht und festgestellt hat, ich muss eigentlich gar nicht mehr in Deutschland leben, dauerhaft, dann helfen wir ja gerne. Aber ich denke, es ist ein sehr, sehr guter erster Schritt, gerade für junge Leute, die testen wollen, bin ich denn für ein Leben im Ausland geeignet? Und wie du schon gesagt hast, nicht nur das Urlaubsfeeling, sondern eben auch das Lebensfeeling. Das kann man eben erst durch so einen Job dann richtig erfahren und begreifen. Ne? Also ich danke dir für deine Zeit. Ich habe viel Neues dazugelernt. Ich bin begeistert und schauen wir mal, ne, wie wir dir vielleicht auch einige interessante Zuschauer, Zuhörer schicken, senden. Egal wie, ich freue mich drauf. Also gerne in Kontakt treten, in welcher Form auch immer. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass wir uns hier euch und euren Zuschauern und Zuhörern präsentieren durften. Du bist ein hervorragender Gastgeber. Mein Neid ist auch bei dir, wenn du dann wieder in Nungwi bist. Liebe Grüße. Kommt im Februar mit. Die erste Februarwoche machen wir eine Investorenreise, weil, wie gesagt, das ist aber jetzt nichts für nur einen Job. Sansibar eben so ein spezielles Programm hat. Das heißt, man kann dort Häuser kaufen oder Apartments, eigentlich ab 35.000 Euro in der deutschen Stadt. Aber wenn man 90.000 Euro investiert, bekommt man für die ganze Familie bis 6 Personen ein lebenslanges Wohnrecht auf Sansibar. Und das ist für viele halt sehr, sehr interessant. Das ist auch der Grund, weshalb wir da immer wieder mit Mandanten hinfahren, die einfach sagen, das könnte für mich ein Plan B sein. Bis dahin gebe ich das Hilton, also dem Hilton-Dienstleister Vallo, die vermieten das schön, da verdiene ich schon ein bisschen was dran. Und wenn ich irgendwann auswandern will, habe ich dann dort meinen Plan B-Resident. Das ist für uns der Grund, ne, weshalb wir da hingehen. Das sind aber, ja, sind auch junge Leute übrigens dabei, interessanterweise. Also wir haben auch einen jungen 25-Jährigen, der jetzt aus irgendeinem Grund eben nicht zu dir kommt, um einen Job zu suchen in Sansibar. Der sagt, los. Alles klar. Aber schauen wir mal, ne? Vielleicht sehen wir uns ja im Februar in Sansibar. Also ich habe das wirklich emotional verankert bei mir. Danke für den Tipp. Ich weiß ja, wo ich weitere Informationen finde. Lieber Daniel, vielen Dank dafür. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt und stehe natürlich gerne für Fragen zur Verfügung und gerne noch ein zweites Mal. Vielleicht komme ich gerne wieder. Absolut. Und wir blenden jetzt an dieser Stelle die Kontaktdaten von dir ein und im Blog und in den verschriftlichen Artikeln werden deine Kontaktdaten auch veröffentlicht. Dann vielen herzlichen Dank. Bleib fröhlich, Frank. Ne? Ciao. Daniel, gebe ich gern zurück. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Tschüss. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.